Der Core XR7 hat eine 4-Punkt-Waage mit 3 Pulleys. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, um Turning Speed und Bardruck anpassen zu können. Am äußeren Punkt der Waage gibt es hier auch die Möglichkeit, den Stand des Kites im Windfensters zu verändern und sein Deep Power Vermögen zu erhöhen über 3 verschiedene Möglichkeiten. Klar, der XR7 ist weiterhin ein 5-Strutter. Dementsprechend haben wir Leinenabweiser am Ende der Fronttube und an den beiden äußeren Querstruts. Die inneren Struts kommen ohne Leinenabweiser aus. Zum B- und Entlüften gibt es das große Core Ein- und Auslassventil. Entlüftet wird hier über einen kleinen Kunststoffchip, der ins Ventil gesteckt wird. Die Fronttube besitzt jetzt ein mit Polyester verstärktes Material, was noch etwas leichter ist als beim Vorgänger. Und auch bei den beiden Größen wurde hier der Durchmesser minimal reduziert. Geschlossen werden die Tücher halt über eine Kedernaht, dieses von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Auch hier geht es wie bei fast allen neuen Kites um Gewicht. Dementsprechend finden wir jetzt hier als Flugtuch auch das Cortex 2 Material, welches leichter ist und dehnungsärmer als das beim Vorgänger. Das Tuch zieht sich durchgehend bis in die Tips hinein und die gesamte Abrisskante besitzt aus diesem Material eine Tuchdopplung. Die Querstruts sind jeweils mit einer Doppel-Zickzack-Naht ans Flugtuch angebracht. Auch hier ist die Innenseite gedoppelt und verklebt. Aufschlag- und Scheuerstellen werden beim Core XR7 mit Tuchdopplung versehen oder gummiertem Gewebematerial. Beide getesteten Größen vom Core XR7, 9 und 12 Quadratmeter, besitzen ein sehr gutes Low-End. Beim 12er haben wir hier eine Mischung aus einem hohen Grundzug, einer extrem schnell anliegenden Strömung und beim 9er haben wir das Ganze halt noch in Kombination mit einer hohen Fluggeschwindigkeit, die einen kleinen Tick im Verhältnis höher ist als beim 12er und hier ist durch ein leichtes Sinus noch mehr rauszuholen. Beides ist wie gesagt auch im Vergleich der Freeride High Performance Kites sehr gut und man hat hier ab dem ersten Meter sofortige Leistung. Das gilt natürlich für den Einsatz mit dem Twin Tip als auch mit dem Foil. Die Untergrenze hier beim 12er liegt bei 8 bis 9 Knoten, bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von 80 Kilogramm. Da hier der Fronttube-Durchmesser bei beiden minimal reduziert wurde, geht die Kappe im Verhältnis zum Vorgänger noch einen kleinen Tick weiter an den Windfensterrand und ist noch etwas besser beim Höhelaufen. Die gleichmäßige Zugleistung nimmt dabei nicht ab und Korrekturen sind dabei auch nicht notwendig. Das Bar-Feeling profitiert in puncto Sportlichkeit ein wenig von dem etwas dehnungsärmeren Tuch und den geringeren Durchmessern der Struts. Alles ist hier nochmal einen kleinen Tick sportlicher und knackiger als bei den Vorgängergrößen. Steuer- und Haltekräfte liegen ein klein wenig über dem mittleren Bereich. Und die Fühlbarkeit des Kites vom Stand im Windfenster ist jederzeit sehr gut gegeben. Um dem XR7 ein Tellern abzuringen, muss man schon sehr hart einlenken. Ansonsten sind hier die Flugradien stets rund. Dabei haben wir in beiden Größen eine recht hohe Fluggeschwindigkeit, was auch wiederum eine Folge des reduzierten Fronttube-Durchmessers ist. Und die Radien liegen im mittleren Bereich. In puncto Kraftentfaltung steht hier zu jedem Zeitpunkt ein sehr hohes Maß an Kraft zur Verfügung. Dabei haben wir einen kleinen Unterschied zwischen 9 und 12 festgestellt. Das heißt, dass der 12er hier seine Kraft sehr gleichmäßig mit einer nur minimalen Progression abgibt, wohingegen der 9er gerade auch im oberen Windbereich doch noch sportlicher zu Werke geht, aber ohne dabei an Kontrolle irgendetwas vermissen zu lassen. Die Flugstabilität ist absolut ausgezeichnet. Wir haben hier ein 100% ausgereiftes Profil.
Klar, hier wird immer an Details und Kleinigkeiten gearbeitet, wie in diesem Fall am Gewicht. Und das hat sich natürlich auch durch die Reduktion des Gewichtes halt positiv auf die Flugstabilität gegenüber dem Vorgänger ausgewirkt. Beide Größen des XR7 lassen sich sehr effizient depowern, wobei man beim 9er wirklich das Gefühl hat, auch im absolut obersten Windbereich, da geht immer noch mehr. Also beide sind auch darauf ausgerichtet, so gut wie möglich bei sehr viel Wind kontrolliert abspringen zu können. Und das macht der 9er noch etwas besser, auch aufgrund eines noch höheren Depower-Vermögens. Das Safety-System löst bei 6 Kilo unter einer Last von 120 Kilogramm aus. Daraufhin fällt die Kappe in eine geteilte Front-Safety. Eine Leine wird in der Gänze gezogen und die andere Frontleine zu einem Teil, sodass eine immer konkrete Lage erreicht werden soll. Das ist auch hier diesmal nicht der Fall, dass es hundertprozentig funktioniert. Mal gelingt dies, mal nicht. Der Restzug ist überschaubar. Und das System lässt sich aufgrund eines modernen Click-In-Mechanismus sehr leicht wieder montieren. Hier muss man nicht großartig viel nachdenken, hier muss man einfach nur das offene Ende in die Öffnung stecken und dann arretiert das Ganze wieder. Der Relaunch ist, wenn der Kite die Lage auf dem Rücken eingenommen hat, ein klein wenig schwierig. Hier muss man versuchen, über eine Steuerleine einen Tipp wieder mit Strömung zu versorgen. Dann schält sich der Kite halt sehr einfach und willig zum Windfensterrand. Auch die Lage auf der Fronttube ermöglicht halt ab 10 Knoten aufwärts einen guten Start über das Ziehen und Halten einer Steuerleine. In puncto Springen gehört der XR7 weiterhin zu den besten Kites, die man so dafür am Markt kaufen kann. Wir haben einen wirklich kraftvollen, langanhaltenden Lift, besonders beim 12er. Wie gesagt, halt beim 9er ist dieser auch sehr kräftig, aber mit insgesamt nochmal einen kleinen Tick mehr Progression versehen. Also dadurch einen kleinen Tick sportlicher. Bei beiden ist es aber so, dass auch nur durch ein Sheet and Go kann hier einfach durchs Anziehen der Bar kann einfach schon gute Leistung beim Springen produziert werden, da dieser Kite einfach mit einem fliegen möchte. Ebenfalls großartig ist die Hangtime, was natürlich alle Board-Off-Freaks erfreuen wird. Hier hängt er wirklich auch mit am besten von den Freeride-Hochleisterschirmen, die es momentan hier gibt. Wie weit man das nach oben hin ausreizen kann, da sieht man natürlich auch, dass jetzt mittlerweile einige Profis halt, die auch beim King of the Air starten, auch mit solchen Schirmen dementsprechend an den Start gehen, einfach aufgrund dieser extrem guten Sprungleistung. Und das geht jetzt halt nochmal einen Tick besser, weil man die Kontrolle bis zum Absprung auf der Kante oder einfach auch übers Foil noch länger kontrollieren kann, auch bei sehr viel Wind. Und da zeichnet sich wie gesagt, der 9er nochmal einen Tick extra aus. Wer es lieber unhooked mag, der kommt hier auch voll auf seine Kosten aufgrund einer guten Position im Windfenster und diesem extra Boost, den der XR7 zu bieten hat. Man muss allerdings halt klar erwähnen, halt, dass wir hier nicht wirklich einen Slack haben und die Kappe immer gleichmäßig weiterhin Vortrieb liefert. Dementsprechend sind halt wirklich sehr schnelle, komplizierte Rotationen halt wirklich auch schwieriger zu landen. Das können denn die Kites wie Impact 2 oder Nexus aus dem eigenen Hause dann doch deutlich besser. Wer den XR7 gerne am Foil fliegt, der sollte natürlich eine Kombination auch mit wenig Widerstand vom Brett und Flügel wählen. Hier sind schnelle Flügel angesagt, damit die Geschwindigkeit der Kappe auch umgesetzt werden kann. Sehr gute Fahrleistungen auch auf dem Anwendkurs sind dann hier ebenfalls garantiert und aufgrund des leichten Gewichts
ist auch eine hohe Flugstabilität gesichert. Einzig bei sehr wenig Wind muss man natürlich schauen, dass man beim Wasserstart hier wirklich absolut das Richtige tut. Es ist auch möglich, das Ganze hier unter 10 Knoten zu starten. Unser Tester beweist das allzu häufig. Allerdings erfordert das doch ein hohes Maß an Erfahrung. Weiterhin gehört der XR7 zu den mit Abstand besten Freeride High Performance Kites am Markt. Und gerade dieser Punkt halt Freeride High Performance, das ist das, wo wir 75-80% aller Kiter dementsprechend sehen. Jeder hat einfach großartigen Spaß am Twin-Tip oder am Foil damit zu springen auf die eine oder andere Art und Weise. Und die langen Flugphasen, die sind natürlich das, was halt nicht nur Kitesurfen heutzutage ausmacht, sondern was es schon immer mit ausgemacht hat und was halt für ein großes Maß an Faszination sorgt. Und das kann der XR7 halt definitiv halt absolut hervorragend. Die kleinen Änderungen, die hier vorgenommen wurden, was die Tuchmaterialauswahl angeht, kleine Änderungen in der Waage, um das Ganze wieder rund zu machen und so das ganze Feintuning hierbei führen dazu, dass der XR7 im Verhältnis zum Vorgänger einen kleinen Tick nochmal sportlicher wirkt, also nochmal ein bisschen knackiger, nochmal ein bisschen spielerischer sich anfühlt und das aber geschafft hat, ohne dabei halt den Komfort oder die einfache Bedienung außer Acht zu lassen. Dieses Gesamtpaket in Kombination mit einer durchwegs wirklich hervorragenden Verarbeitung ist für uns einfach in diesem Bereich halt eine ganz klare Kaufempfehlung.